Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir sind seit längerer Zeit mal wieder auf meinem Main. Ist ja viel passiert die letzten Tage, ne? Andere Server waren auch sehr interessant, aber wir kommen mal wieder back to the roots, denn es ist bald soweit. Ich bin schon so aufgeregt, ich bin so hyped, ne? Stufe 700 steht kurz bevor. Ja, es dauert wirklich nicht mehr lange. Wir haben hier den Login-Kalender, der uns in 4 Tagen bereits schon das Level-Up zu 699 bescheren wird. Und dann fehlt uns nur noch das restliche Level. Und ich sag mal so, normalerweise würde so ein halbes Level, ja, circa, sagen wir mal, ich schätze mal, wenn ich jetzt keine Dungeons legen würde, würde ich wahrscheinlich so Mitte November Stufe 700 erreichen, circa. Ja, also es dauert noch einen guten halben Monat, würde ich so mal sagen. Aber ich habe mal seit langer Zeit mal wieder reingeschaut in die Schattenwelt und wollte mal wissen, wie jetzt mittlerweile der Progress beim Sandkastenwurm ist, ja. Denn wir haben in letzter Zeit wirklich einiges an Skillpunkte hier gewinnen können. Und das werde ich euch gleich mal zeigen, wie die Prozentchance momentan gerade in der Monstergrotte aussehen. Den, schwersten Dungeon in der Schattenwelt. Ich wollte sagen, der schwerste Dungeon in ganz Shakes and Fidget. Ist es ja jetzt nicht mehr, denn wir haben ja jetzt auch den Sandsturm. Und der Sandsturm ist nochmal um einiges deftiger. Allerdings hatten wir hier letztes Mal auch eine Etage geschafft. Und ich sag mal so, der Marquardt, der hat hier ja noch eine schöne PvE-Waffe und die ist ja nochmal um einiges stärker, ja, als die Waffe, die ich jetzt hier gerade angelegt habe. Für den Sandkastenwurm macht es jetzt, keine Ahnung, nicht großartig einen Unterschied. Vielleicht macht es doch einen Unterschied, müsste ich mal ausrechnen, wenn ich die jetzt anhabe, anstatt Marquardt die anhat. Ne? Allerdings könnte ich mir die Waffe von ihm natürlich sneaken und dann hier im Sandsturm ein bisschen Action machen. Habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht, habe ich jetzt auch nicht erstmal weiter vor, weil ich mir nachher sowieso ab Stufe 700 im Legendary Dungeon mir eine neue Waffe hole und wahrscheinlich auch der Plan ist, eine zweite Waffe zu holen. Einmal eine PvP-Waffe, wo wir in der Ehrenhalle ein bisschen konstanter sind im Schaden und einmal eine PvE-Waffe, wo wir dann in den Dungeons nochmal ein bisschen mehr aufräumen können, ja, wenn es gut läuft. Ich muss mal schauen, wie es läuft im LD, dass wir da irgendwie zu Potte kommen. Wenn wir viel Pech haben, dann bleibt es vielleicht bei der Waffe, dann würde ich die halt im schlechtesten Fall immer mal vom Marquardt nehmen. Allerdings würde ich sehr gerne eine PvP und eine PvE-Waffe haben, ne? So ungefähr mit gleicher Spanne, nur halt eben besseren Durchschnittsschaden, plus 400 Stats mehr. Im Durchschnitt werden wir ja haben, denke ich mal. Ne? Das haben wir ja jetzt hier schon beim Marquardt. Und die Waffe ist jetzt schon ein bisschen älter, deswegen wir kriegen nochmal eine aktuellere und die würde ich natürlich dann sehr gerne an meine Main dann weiterleiten. Ja? Ich zeige euch mal die Prozentchancen, wie es momentan aussieht in der Monstergrotte. Und ich kann euch sagen, es hat sich einiges getan. Wir sind beim Sandkastenwurm jetzt bei 0,56. Das ist sehr realistisch, dass wir den besiegen können. Es ist sogar schon so weit, dass wir bei hier Optimus Supreme eine 0,04er Chance hatten. Da hatten wir vorher auch 0,0. Also 0,00 und es wird langsam. Ne? Die letzten Gegner sind zwar noch nicht possible, aber ich denke mal, wenn wir neues Equipment, neue Waffe, alles haben, dann wird das Ganze hier, denke ich mal, auch nochmal anders aussehen. Und ich hatte ja gesagt, wenn der Sandkastenwurm wirklich in einem realistischen Bereich ist, dann werden wir hier reingehen und den auch nochmal durchpilzen. Und das Schöne ist halt dabei, der gibt uns 300 Millionen XP und dann kommen wir unserer Stufe 700 nochmal um einiges näher und dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr bis Mitte November warten müssen mit Stufe 700. Und das ist natürlich sehr, sehr geil und da freue ich mich übelst drauf. Ist ein riesen Meilenstein, wo ich schon lange drauf hinfieber. Und das letzte Mal, als wir den Sandkastenwurm probiert haben, ich weiß es nicht, wie hoch war die Chance? 0,15 oder 20 oder so? Ich hatte, glaube ich, gesagt, ich warte nochmal bis über 0,5
5 ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist es jetzt soweit. Die Chancen sind wirklich mehr als realistisch. Und deswegen würde ich mal sagen, ist es mir es wert, die Pilze in die Hand zu nehmen und einfach mal den Sandkastenwurm hier, den Gar auszumachen, dass wir dass wir dann schon so langsam beim nächsten Gegner in der Monstergrotte hier stehen. Und die Tries, sie sehen wirklich gut aus. Das war der allererste Try. Wir haben noch nicht großartig viel hier reingepilzt, großartig. Ne? Wie gesagt, normalerweise ist es für mich jetzt halb so wild, ob ich jetzt den nun besiege oder nicht. Es lohnt sich auf der Stufe nicht großartig, seine Pilze hier reinzustecken in den Dungeon. Weil ob ihr jetzt nun früher oder später jetzt nun Stufe 700 erreicht, das macht hier wirklich den Kohl nicht fett. Ich sag mal so, je höher ihr im Level seid, umso weniger XP bekommt ihr halt eben, ne, durch die Akademie. Und ja, die XP-Kurve nimmt im Generellen natürlich dann ab. Deswegen ist es gar nicht so schön, sag ich mal, oh mein Gott, in einem High-Level-Bereich zu sein. Auf der anderen Seite steigern sich natürlich so Sachen wie das Equipment, die Werte der Steine, ne? Und das ist natürlich, die Werte, ne? Das steigt halt eben alles schön, das ist ganz cool und natürlich ist es auch sehr ansehnlich, eine hohe Stufe zu haben, deswegen jagen wir dem Ganzen natürlich auch hinterher. Den Try, den gucken wir uns jetzt mal ganz kurz an, denn, wie viel habe ich denn hier gespeichert, Alter? Alter, ich komme ja hier gar nicht mehr klar. Das sind, glaube ich, noch die ganzen Direktoren, die ich hier abgespeichert habe. Den Try von Marquardt würde ich mir gerne anschauen, weil der hat nämlich ordentlich reingescheppert und das ist natürlich hier seiner Waffe geschuldet. Die er hat einfach eine 3,8 Milliarden Crit hat er rausgehauen hier, ne? Die Spanne ist natürlich schon sehr, 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 sehr heftig. 6130 ist natürlich schon eine Ansage und deswegen, ja, aufgrund der Waffe wird wahrscheinlich auch der Marquardt hier den größten Teil wahrscheinlich hier ausmachen von dem Schaden her. Wenn nicht die Kunigunde übelst lucky ist und ich sag's euch so, wie es ist, den Sandkastenwurm, der wird heute nicht mehr lebendig hier aus dieser Folge rauskommen. Das kann ich euch versprechen, ja. Die Tries sehen wirklich schon sehr, 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 sehr gut aus und 0,5 ist halt auch wirklich, sag ich mal, eine Prozentchance, wo man wirklich mal, wenn man Bock drauf hat, ne, also wenn man wirklich Bock drauf hat, kann man da schon mal sehr, sehr gerne reingehen. Hardcore-Pilzer würden dazu sagen, das ist Free Try. Ja, also die ganzen EU16 Avatar Race Teilnehmer ist natürlich 0,5, ist natürlich Free Try. Aber nichtsdestotrotz kann man hier natürlich trotzdem einiges noch an Pilze lassen, wenn es natürlich unlucky läuft. Und wir werden gucken, wie viel wir heute hier verbraten. Jetzt brauchen wir einfach nur noch ein bisschen reinkritten. Ein paar Crits hintereinander und dann ist der Sandkasten nicht down. Schade. Ja, aber ihr seht, das Potenzial ist definitiv gegeben und wir pilzen uns mal ein bisschen schneller durch und jeder Dungeon, der jetzt hier fällt, noch auf den letzten Metern, ist wirklich ein riesengroßer Schritt in Richtung Stufe 700. So, jetzt könnte nochmal, wenn hier nochmal zwei saftige... Okay, schade. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch immer für mich persönlich ein großes Event, wenn nämlich hier so ein Dungeon-Gegner auf der Stufe liegen sollte, weil gerade in der Monstergrotte vergehen hier wirklich Monate, ehe wir hier den nächsten Gegner besiegen sollten. Ne? Wir haben hier den Marshmallow Man, da können wir mal gucken, wann haben wir den besiegt hier. Die ganzen Direktoren, die nehme ich mal jetzt raus, die braucht hier keiner mehr, glaube ich. Ne? Dunkle Schützin. Achso, das war im Dings. Hier, das ist Sandkastenwurm. Den haben wir besiegt am 13.08. Das ist schon wieder ein bisschen her. Und davor, den nudistischen Gigant, haben wir am 2.05. besiegt. Ne? Und davor den Monster-Truck am 3.12. letztes Jahr. Das heißt, wir haben dieses Jahr erst tatsächlich 2 Gegner besiegt. Einmal den Gigant und den Marshmallow Man in der Monstergrotte. Also könnt ihr mal wirklich sehen, wie es hier wirklich progressmäßig vorangeht. Und ich mache eigentlich schon würde ich sagen, jetzt nicht den allerschlechtesten Fortschritt und deswegen
Ja, ist das wirklich immer schon ein ganz schönes Event, wenn hier so ein Gegner liegen sollte. Mit dem Sandsturm haben sie jetzt hier etwas hinzugefügt, wo nochmal ja, die Spannweite zwischen den Gegnern ein bisschen gemildert werden sollte. Allerdings ist der ja hier auch so gebalanced, dass man 10 Etagen schafft und dann an einem Gegner wieder so lange hängt wie an ja, einem Schattenweltgegner, weil der Fortschritt einfach viel zu weit auseinander ist, sag ich mal. Und deswegen so 100%ig, der Sandsturm ist noch nicht so nach mein Gusto gebalanced, aber ja, es sind auf jeden Fall definitiv Gegner, an die man sich die Zähne ausbeißen kann. So, mal gucken. Wenn jetzt hier die Kunigunde noch ein-, zweimal ausweichen könnte, was sie nicht tut, ja, das wird dann, glaube ich, auch nichts, ne? Da hat er noch zu viel Leben. Ne, den besiegen wir nicht. Aber wir werden ihn definitiv heute, ja, hier wegklatschen, den Sandkastenwurm. Und damit auf jeden Fall uns die 300 Millionen XP einsacken. Und die 1000 Gold, nicht vergessen. Ja, wenn nicht, müssen wir hier nämlich ein bisschen schneller reinpilzen. Dann betätigen wir auch mal die Enter-Taste. Ich habe nur ein bisschen Schiss, da den hier durchzuentern, weil ich den Try ganz gerne auch gesehen hätte, muss ich sagen. Aber wir speichern uns den ja natürlich sowieso ab und dann werden wir uns den nochmal im Nachhinein anschauen. Ja, so ist es ja nicht. Wir brauchen einfach nur mal einen schönen Crit von, ja, vom Marquardt, von mir vielleicht auch und die Kunigunde, die ein-, zweimal ausweichen könnte. Und dann ist der Sandkastenwurm hier finito. Ja, ich glaube, ich würde mal sagen, wir legen mal los. Wir schalten jetzt mal den Turbogang ein. Boah, der war auch schon heftig, der Try. Und dann würde ich sagen, machen wir mal dem Sandkastenwurm hier das Leben zur Hölle. Ja, let's go. Wir entern rein. Und Abfahrt. Ja, jetzt können wir uns zwar nicht mehr so schön die Tries anschauen, aber jetzt gehen wir halt wirklich hier auf den maximalen Sieg, dass wir hier den Sandkastenwurm auch wirklich heute noch zur Strecke bringen. Ja. Ich bin gespannt. Wir können ja mal schauen, wir haben hier Feuerschaden eigentlich drauf. Okay, Marquardt hat hier Feuer. Gut, abgesehen von den Runen, die wir jetzt hier momentan haben, habe ich jetzt sowieso keine Ersatzwaffen dabei, dass wir jetzt hier irgendwie das Element, oh, da war ein sehr knapper Try mit dabei gewesen, das Element hier noch irgendwie switchen können, großartig. Ich weiß nicht, wie viel es bringt. Wir haben, glaube ich, auf dem Bertram eine andere Rune als auf dem Marquardt und der Marquardt macht ja schon ein bisschen mehr Damage. Könnte sein, dass sich der Switch lohnt, aber ich brauche gar nicht mehr switchen. Da ist die Monstergrotte mit dem Sandkastenwurm schon gefallen. Ich hatte mir überlegt, okay, ja, was jetzt noch die 20 Pilze für den Runen-Switch? Lohnt sich das? Aber nein, es ist vollbracht. Der Sandkastenwurm ist down. Sehr, sehr geil. Und jetzt haben wir den Optimist Supreme als nächsten Gegner und damit wirklich nur noch 3 Gegner, bis wir hier die Monstergrotte in der Schattenwelt besiegt haben. Das ist wirklich ganz, 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 ganz heftig. Ja, also das haben wirklich auch noch nicht allzu viele Spieler geschafft. Klar, es gibt natürlich schon einige, die den schon down haben. Aber gut, ich meine, es dauert ja auch noch ein bisschen. Ne? Wir sind ja auch noch nicht so weit. Wir gucken uns den Try an. Ja, ich bin sehr gespannt, wer hier den meisten Damage rausgehauen hat. Ich glaube persönlich, Marquardt wird vielleicht wieder so einen knappen, ja, vielleicht vielleicht einen 4 Milliarden Crit raushauen oder ansonsten halt eben ein paar konstante Crit-Treffer. Die Kunigunde vielleicht ein bisschen ausgewichen, mal schauen. Bertram, gut, da müssen wir jetzt nicht allzu viel drauf geben. Obwohl, das für Bertram ist das eigentlich schon okayer Damage, sag ich mal. Und jetzt Marquardt. Jetzt bin ich gespannt. Haut er hier einen großen Crit-Treffer? Okay, 3,1 Milliarden und es ging. Es ging tatsächlich. Dann wird die Kunigunde bestimmt hier öfter mal ausgewichen sein. Ja. Wir gucken mal, was sie hier macht. Oder vielleicht haue ich noch einen fetten Crit raus. Das kann natürlich auch sein. Okay, sie weicht ein bisschen aus. Mal gucken, wie lange das hier sich so hinzieht jetzt mit der Kunigunde. Ja, oh, okay. Okay, sie haut nochmal 1,4 Milliarden Crit raus. Und dann muss ich zum Schluss nochmal ein bisschen Gas gegeben haben hier. Anders geht das gar nicht. 2,7. Ja, sehr schön. Und dann liegt er hier auch schon. Ah, sehr, 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 sehr schön. 300, ja, Millionen XP. Schönes Epic. Brauchen wir natürlich nicht.
Aber jo, das sieht natürlich jetzt schon ganz anders aus hier, ne? Jetzt haben wir hier schon die Milliarde XP voll auf der 98 und ich sag mal so, wenn jetzt hier demnächst der Login-Bonus abgeholt wird, dann sind wir hier wirklich ganz, 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 ganz knapp davor. Und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen. Ich bin sehr, sehr gehypt drauf. Und ich hoffe, ja, ihr begleitet mich da auf meiner Reise auch weiterhin, wenn ich mich hier komplett einmal umequippen sollte. Und ja, das Ganze wird natürlich das Event des Jahres für mich werden persönlich, weil ich auch schon das ganze Jahr darauf hingefiebert habe. Wenn der nächste Legendary kommt, das wird auf jeden Fall meiner werden. Bin ich sehr gehypt und ja, Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wir machen nochmal zum Abschluss hier ein Try gegen Optimus Supreme. Ja, 22,3 Milliarden Leben hat der Gutste hier und damit können wir ihn hier auch streichen. Das ist immer ein sehr gutes Gefühl hier. Ja, weg mit dem. Ja, sehr, 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 sehr geil. Und ach nee, wir haben ja 7, 8, 9. Okay, da habe ich mich vertan. Wir haben noch 4 Gegner vor uns, nicht 3 Gegner. Der 10. ist ja auch noch mit inbegriffen hier. Deswegen, ja, da haben wir noch 4 Gegner vor uns, nicht 3. Ja, aber wir sind auf jeden Fall dem Ganzen hier ein Stückchen näher gekommen. Okay, das war's soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.